Wir nutzen die Sony FX3 nun seit knapp einem Jahr für unsere YouTube-Videos und profitieren bei jedem Dreh von der Vielseitigkeit dieser Cinema-Kamera. Mit dem kompakten Formfaktor, den vielen Mounting-Punkten und dem professionellen Audio-Interface war sie der perfekte Einstieg in die Welt der Cinema-Kameras. Bis jetzt, denn Sony hat nun mit der FX30 den deutlich erschwinglicheren, kleineren Bruder auf den Markt gebracht. Was diese neue Kamera aber kann und warum sie für dich vermutlich die deutlich bessere Wahl ist, klären wir in diesem Video. Aber lass uns doch erst einmal einen Blick auf die gesamte Cinema-Line von Sony werfen. Im Jahr 2017 hat Sony mit der Venice ihre erste Vollformat-Cinema-Kamera vorgestellt und damit einen Meilenstein in der Filmbranche gesetzt. Wo bisher nur Kameras mit Super 35-Sensor eingesetzt wurden, konnten Filmemacher nun von dem Vollformat-Look und dem besonders guten Lowlight-Verhalten profitieren. Mit über 40.000 € war sie doch alles andere als erschwinglich, weshalb Sony 2019 die FX9 und 2020 die FX6 auf den Markt brachte. So wurden die Cinema-Kameras nicht nur kompakter, sondern auch für mehr Filmemacher nutzbar. Trotzdem gab es noch viele Leute, die den Formfaktor und den Preis einer Sony 7S vorgezogen haben, und schon war die FX3 geboren. Mit demselben Sensor der Sony 7S III und der FX6, einem komplett neuen Gehäuse und einer Firmware, welche die Einfachheit des Alpha-Menüs und die professionellen Features aus der Cinema-Welt vereinte, fand die FX3 großen Anklang unter den Filmemachern aus den verschiedensten Bereichen. Aber auch die FX3 ist mit satten 4.700 € zwar ihr Geld wert, aber für viele keine Option, weshalb nun mit der FX30 eine günstige Alternative geboren wird. Aber gucken wir uns das Ding einfach mal von außen an. Eigentlich gibt es an der Stelle gar nicht so viel zu sagen, weil der Unterschied zwischen der FX3 und der FX30 ist kaum erkennbar. Wir haben hier dasselbe kompakte Gehäuse mit integriertem Lüfter, den diversen Gewinden fürs Montieren von Zubehör, denselben Ports wie Full-Size HDMI, USB-C und 3,5 mm Klinke und auch den gleichen für das Filmemachen optimierten Button-Layout. Auch die Telly-Lights, das Menü und das Audio-Interface sind identisch. Warum das Audio-Interface aber gleich noch ein wichtiger Punkt ist, das erklären wir gleich nochmal. Wo hier aber noch ein kleiner, aber feiner Unterschied besteht, ist das Gewicht. Denn die FX30 ist ganze 70 Gramm leichter als die FX3, was vielleicht auf den fehlenden mechanischen Verschluss zurückzuführen ist. Wenn es aber um die Speichermedien geht, haben wir auch hier die zwei Hybrid-Slots mit SD und CF Express Typ A Unterstützung. Der große Unterschied ist der Sensor. Anstelle des 12-Megapixel Vollformat-Sensors hat die FX30 einen stabilisierten 26-Megapixel APS-C BSI-Sensor. Somit ist die FX30 nicht einfach eine 6600 in einem Cinema-Gehäuse, so die FX3 im Prinzip eine S3 in einem anderen Gehäuse ist, sondern kommt mit einem komplett neu entwickelten Sensor mit höherer Auflösung und einem besseren Lowlight-Verhältnis. Der neue Sensor ermöglicht verschiedene Auflösungen und Framerates. Hier können wir mit 4K 422 10-Bit All-Intra mit bis zu 60 FPS ohne und bis zu 120 mit einem 1,6-fachen Crop intern aufnehmen. Bei 4K mit bis zu 60p nimmt die Kamera übrigens mit einem 6K Oversampling für ein detailreicheres Bild auf. Über HDMI können wir, wie auch bereits bei der FX3, unsere 4K in 16-Bit ProRes RAW ausgeben und über einen kompatiblen externen Rekorder, wie zum Beispiel dem Ninja 5, aufzeichnen. Wer jetzt aber aus Angst vor schlechtem Lowlight-Verhalten vor dem APS-C-Sensor zurückschreckt, den können wir beruhigen. Denn die FX30 hat eine Dual Native ISO von 800 bzw. 2500. Das bedeutet, dass der Sensor, je nachdem in welchem ISO-Modus die Kamera eingestellt ist, beide ISO-Stufen ohne Signalverstärkung und somit ohne negative Auswirkungen auf das Rauschverhalten nutzen kann. Die FX3 hat die native ISO bei 800 bzw. bei 12.800. In S-Log 3 sind bei der FX30 übrigens bis zu 14 Stufen Dynamikumfang möglich, wobei die FX3 auch hier mit 15 Stufen die Nase leicht vorn hat.
Wir würden euch jetzt gerne konkrete Vergleiche der Lowlight-Performance zwischen der FX3, der FX30 und auch der A6600 zeigen. Jedoch ist unser Sample der FX30 hier ein Vorserienmodell mit unfertiger Firmware, weshalb wir euch leider keine Aufnahmen zeigen dürfen. Es wird hier aber bestimmt in den nächsten Wochen einige Vergleichsvideos auf YouTube geben. Wir verlinken euch dann ein passendes Video unten in den Kommentaren. Ach ja, apropos Kommentare, lasst gerne ein Like da und einen Kommentar, wenn euch diese Art von Videos interessiert und ihr mehr von solchen Vergleichsvideos sehen wollt. Der neue Sensor in Kombination mit den BIONZ XR-Prozessoren unterstützt nun auch alle aktuellen Autofokus-Technologien von Sony. Wir haben hier als erste Kamera der Cinema Line das Realtime-Tracking von Vögeln, was viele Naturfilmemacher natürlich freuen wird. Damit ist die FX30 neben der Sony Alpha 1 und der 7 IV erst die dritte Kamera von Sony, die dieses Feature überhaupt unterstützt. Insgesamt werden hier 495 Autofokuspunkte genutzt, was im 16:9 Bildformat satte 93% des Sensors ausmacht. Die FX3 hat vor einigen Monaten ein Firmware-Update bekommen mit einem komplett neuen Quick-Menü für die wichtigsten Videoeinstellungen. Und all diese Funktionalitäten haben wir auch in der FX30. Zusätzlich ist sie aber noch besser für die einzelnen Anwender optimiert. Hier finden sich nicht nur professionelle FX-User zurecht, sondern eben auch Filmeinsteiger, die vielleicht bisher nur das Menü der Alpha-Kameras gewohnt sind. Auch Features wie Breathing Compensation, Focus Map und Active IS sind hier mit an Bord. Ein wirklich cooles Feature, was die Nachbearbeitung angeht, ist das neue Catalyst Prepare Plugin für Premiere Pro, mit dem der IBIS sowie die Breathing Compensation via Gyrosensordaten im Nachhinein noch angepasst und gefeintuned werden können. Das Plugin und weitere Informationen dazu verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber mal zum wichtigsten Punkt. Was kostet der Spaß? Nun, da sticht die FX30 besonders heraus, denn UVP kostet die Kamera 2299 und kostet somit weniger als die Hälfte der FX3 und das mit der Performance. Um die Kamera jetzt preislich aber nicht so hoch zu loben, hier kommt der Knackpunkt. Im Gegensatz zu der FX3 wird die FX30 nicht mit dem Top-Handle und dem integrierten Audio-Interface ausgeliefert. Es gibt natürlich die Option, die Kamera auch mit Audio-Interface zu kaufen, jedoch kostet sie dann satte 500 € mehr. Wenn wir also einen ehrlichen Vergleich ziehen wollen, haben wir nur einmal Preisdifferenz zur FX3 von 1900 €. Aber Achtung, man sollte sich jetzt ganz genau überlegen, welche Variante man jetzt kauft, mit oder ohne Audiointerface. Das Problem ist nämlich, dass dieser Griff nicht im Nachhinein gekauft werden kann. Es gibt zwar eine Alternative von Sony, das K3M Audio Interface, jedoch kann dies nicht mit der Kamera verschraubt werden und fungiert somit nicht als Griff. Wer also einen Griff mit integriertem XLR Audio Interface braucht, muss die Kamera im Set kaufen und somit die 500 € draufzahlen. Aber was kann jetzt dieser Griff wirklich und für wen ist er notwendig? Wir zeigen euch das Ganze am besten mal anhand unseres Setups bei diesem Dreh. Wir filmen hier mit einer FX3 und dem Rode NTG4 XLR-Mikrofon. Unser XLR-Mikrofon steckt direkt im Interface, welches das Mikrofon auch mit 48 Volt Phantomspannung versorgen kann. Wir können zwar hier noch 2 weitere Audiosignale einspeisen, allerdings brauchen wir für unseren Use Case hier nur eins. Um das Signal verwalten zu können, haben wir verschiedene Einstellungen für Inputpegel, Gain und Channelverwaltung. Als Gesamtpaket also definitiv nützlich. Das Ganze geht dann über den Multi-Interface Hotshoe direkt als digitales Signal in die Kamera. Für Reportagen, Interviews, Dokumentation oder auch YouTube-Content ist der Griff auf jeden Fall zu empfehlen. Wer aber sparsam sein will, kann auch das externe Audio-Interface K3M für etwas weniger Geld kaufen und dieselben Audiofunktionen nutzen und sogar von dem mitgelieferten XLR-Mikrofon profitieren. Die APS-C-Kamera, die der FX30 am nächsten kommt, ist die Sony A6600. Abgesehen vom neuen Sensor und den neuen Autofokus-Features könnte man die A6600 als Alternative in Betracht ziehen. Wenn wir aber versuchen, die A6600 so nah wie möglich an die FX30 ranzubringen, benötigen wir einiges an Zubehör. Um beispielsweise die Kamera genauso flexibel zu machen, benötigen wir einen Cage. Wir haben hier unsere 6600 mit dem Small Rig Cage, wie wir sie auch in unserem Workflow benutzen. Dazu kommt dann aber noch der HDMI auf Micro-HDMI-Adapter, welchen wir hier an dem Cage verschraubt haben. Das ganze Setup ist dann jetzt schon genauso groß, wenn nicht sogar teilweise größer als die FX30. Dazu kommt, dass die FX30 einen integrierten Lüfter hat und im Vergleich zur A6600 auch noch ein ausklappbares Display. Bei der A6600 fallen dazu aber auch noch ganz viele professionelle Features weg, wie beispielsweise das Einbinden von LUTs, das beliebte Farbprofil S-Cinetone, RAW-Output oder auch die einfache und schnelle Bedienung im Menü. Durch den fehlenden mechanischen Shutter sowie den elektronischen Sucher eignet sich die FX30 allerdings auch wirklich nicht zum Fotografieren. Klar kann sie Stills aufnehmen und auch in RAW und JPEG, aber wie gesagt, wirklich eignen tut sie sich dafür nicht. Was der A6600 allerdings hier fehlt, ist 4K mit 60 FPS und eben der neue Vogelautofokus.
Die Preisdifferenz UVP liegt hier bei 700 €. Der Vergleich zur FX3 ist aber hier nicht weniger spannend, da die Kameras sich eben von den Features her sehr ähnlich sind. Der klare Vorteil der FX3 ist jedoch ein besseres Lowlight-Verhalten und die deutlich bessere Slow-Motion-Aufnahme, vor allen Dingen eben auch ohne nochmal zusätzlichen Crop. Aber das war es dann eigentlich auch schon so ziemlich und die FX30 kommt hier echt gut weg, denn der APS-C-Sensor muss ja nicht unbedingt ein Nachteil sein. Wer mit überwiegend langen Brennweiten arbeitet, freut sich sicherlich über das geringere Gewicht der Objektive und eben vielleicht auch die verlängerte Brennweite durch den APS-C-Crop-Faktor. Zwar kann man die FX3 auch in einen Super 35-Modus setzen und dann quasi mit einem APS-C-Crop filmen, jedoch ist dann nur noch Full HD und kein 4K mehr möglich. Für alle Natur- und Dokumentarfilmer dürfte der APS-C-Sensor der FX30 also vielleicht sogar ein echter Vorteil sein. Was das professionelle Cinema-Umfeld angeht, gibt es hier nämlich auch wenige Unterschiede und man muss eigentlich keine Kompromisse eingehen. Aber jetzt nochmal ein kurzes Fazit. Und zwar an alle Tech-Nerds da draußen: Sind wir mal ehrlich, für die meisten von euch ist die FX30 die bessere Wahl und das gesparte Geld sollte lieber in Objektive investiert werden. Wir wissen, die Versuchung ist hier sehr groß, aber die FX30 ist wirklich für den Preisunterschied die deutlich bessere Wahl. Wenn ihr jetzt aber noch mehr über die FX30 wissen wollt, beantworten wir gerne alles weitere im Anschluss in den Kommentaren. Schreibt uns doch gerne mal eure Meinung zu der Kamera und welche für euch interessanter ist. Falls ihr irgendwelche spannenden Use Cases für die neue Kamera und ihre Features habt, schreibt es auch gerne mal unten rein. Für uns und bestimmt auch für andere Zuschauer ist sowas immer definitiv interessant. Das soll es jetzt aber von uns gewesen sein. Gebt dem Video doch gerne einen Daumen hoch, wenn ihr mehr von solchen Vergleichsvideos sehen wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Im Jahr 2017 hat Sony mit der Venice ihre erste Vollformat-Cinema-Kamera vorgestellt und damit einen Meilenstein in der Filmbranche gesetzt. Wo bisher nur Kameras mit Super 35-Sensor eingesetzt wurden, konnten Filmemacher... Diese Vögel sind gerade sehr knapp über unsere Küste. In der S-Log 3 sind bei der FX30 hier übrigens 14 Stufen Dynamikunfall möglich. Dynamikunfall, Alter. Sind die drauf? Junge. Gottes Willen. Das ist das neue Catalyst Prepare Plugin für Premiere Pro, mit dem der IBIS sowie die Breathing Compensation via Gyrodatensensoren. Um die Kamera jetzt preislich aber nicht zu sehr zu loben, hier kommt der Knackpunkt. Im Gegensatz zur FX3 wird die FX30 nicht mit dem Top-Handle und dem integrierten Audio-Interface ausgeliefert. Letztes Mal hat er gesagt, wir machen die Scheiße nicht mehr hier vor Ort mit den Vögeln. Jetzt bin ich schon wieder hier. Naja, man muss aber auch dazu sagen, dass wir jetzt woanders sind. Ich dachte, hier gibt es weniger Papageien, aber Fehlanzeige, in Düsseldorf ist alles voll mit Papageien.